diesem Video möchte ich über ein Hilfsmittel sprechen, das in der Pflege fast schon als Standard gilt: den Patientenlifter. Konkret geht es um einen AKS-Lifter, den ich von meinem Sanitätshaus als Ersatzlifter bekommen habe. Und ich möchte ganz klar sagen, aus meiner Sicht ist dieser Lifter nicht für Menschen mit Bewegungsstörungen wie meiner geeignet. AKS steht für Aktuelle Krankenpflegesysteme. AKS-Lifter werden oft als sichere, moderne und vielseitige Lösungen beworben. Sie sollen Pflege erleichtern, Transfers sicherer machen und sowohl Pflegekräfte als auch Pflegebedürftige entlasten. Auf dem Papier klingt das alles gut. Viele dieser Lifter sind stabil gebaut, elektrisch betrieben, haben Notaus, Notablass, verschiedene Gurtsysteme und eine ordentliche Tragkraft. Für viele Menschen mag das auch funktionieren, aber nicht für alle. Mir fällt immer wieder auf, dass viele Hilfsmittel offenbar nicht mit Menschen mit schweren oder komplexen Behinderungen getestet werden, sondern eher mit Menschen, die nur leichte Einschränkungen haben. Das zeigt sich auch in der Darstellung. Wenn man sich die Prospekte und Produktbilder anschaut, sieht man dort fast ausschließlich Menschen ohne sichtbare körperliche Behinderung. Ruhig, aufrecht, stabil, so als wäre der Körper jederzeit kontrollierbar. Meine Realität sieht anders aus, und genau da entsteht ein Problem. Denn wenn Hilfsmittel vor allem an Menschen getestet werden, die ruhig sitzen oder liegen können, dann funktionieren sie im Alltag nicht automatisch für Menschen mit Spastiken, unkontrollierten Bewegungen oder komplexen Behinderungen. Was auf dem Papier gut aussieht, kann sich in der Praxis als unsicher oder ungeeignet anfühlen. Ich habe eine schwere Bewegungsstörung mit unkontrollierten Bewegungen. Ich kann meinen Körper nicht ruhig halten. Genau das ist der Punkt, an dem Theorie und Praxis auseinandergehen. Der AKS-Lifter, den ich bekommen habe, reagiert extrem sensibel auf jede Bewegung. Schon kleine unwillkürliche Spannungen oder Lageveränderungen führen dazu, dass sich der Lifterbügel dreht. Besonders problematisch ist für mich die Aufhängung. Sie ist sehr beweglich, fast zu leichtgängig. Für Menschen, die ruhig liegen oder sitzen können, mag das angenehm sein. Für mich bedeutet das Unsicherheit. Ich drehe mich, gerate aus dem Gleichgewicht und das verstärkt meine Spastik zusätzlich. Jede Bewegung im Gurt löst neue Gegenbewegungen aus. Das ist kein ruhiger Transfer, sondern Stress für meinen Körper. Ein weiteres großes Problem ist das Sitzen auf der Toilette. Mit diesem Lifter ist das für mich praktisch nicht möglich. Ich kann nicht stabil sitzen, drehe mich ständig, habe Angst, aus dem Netz zu kippen. Für Menschen mit Bewegungsstörungen braucht es deutlich mehr Führung, mehr Fixierung, mehr Kontrolle. Genau das fehlt hier. Ich möchte klar sagen, das ist kein Angriff auf Sanitätshäuser. Aber Hilfsmittel müssen zur Person passen, nicht umgekehrt. Und nur weil ein Lifter häufig eingesetzt oder von der Krankenkasse genehmigt wird, heißt das nicht, dass er für jede Behinderung geeignet ist. Menschen mit ICP, Spastiken oder unkontrollierten Bewegungen haben andere Anforderungen als Menschen, die ruhig im Lifternetz sitzen können. Für mich fühlt sich dieser Lifter nicht sicher an. Ich benötige ein System, das mich stabil hält, das Bewegungen dämpft, statt sie zu verstärken, das mir und meiner Assistenzkraft Vertrauen gibt. Dieser AKS-Lifter tut das nicht. Im Gegenteil, er verschärft meine Problematik. Deshalb ist meine klare Meinung, dieser Lifter ist für Menschen mit Bewegungsstörungen ungeeignet. Zumindest in der Ausführung und mit der Aufhängung, die ich bekommen habe. Hier braucht es entweder andere Systeme, andere Gurte oder ganz andere Lifterkonzepte, zum Beispiel mit deutlich mehr Führung. Ich habe dieses Video nicht gemacht, um zu meckern, sondern weil ich möchte, dass gesehen wird, dass Hilfsmittelversorgung individuell sein muss. Behinderung ist nicht gleich Behinderung. Und Sicherheit heißt nicht nur, dass ein Gerät geprüft ist, sondern dass es sich für den Menschen, der darin hängt, auch wirklich sicher anfühlt. Denn am Ende hängt dort kein Objekt, sondern ein Mensch.